Willkommen, willkommen in dieser stillen Stunde, in diesem langsamen Treiben der Zeit, das du dir für dich selbst eingeräumt hast. Bevor wir beginnen, nimm dir einen Moment, um anzukommen. Finde den Ort, an dem dein Körper ruhen möchte, und lass ihn dort ruhen. Löse alles, was sich angespannt anfühlt. Lass deine Schultern ein wenig tiefer sinken, als sie es eben noch waren. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass deine Hände schwer werden. Es gibt jetzt nichts zu tun, nichts zu erinnern, nichts zu planen. Der Tag hinter dir darf hinter dir bleiben. Der Tag vor dir darf vor dir bleiben. Für diese kleine Strecke Zeit bist du einfach nur hier, atmest einfach nur, hörst einfach nur zu. Heute Nacht werden wir einen weiten Weg zurücklegen, aber sehr langsam. Wir werden hinausziehen, vorbei an den warmen Lichtern vertrauter Orte, vorbei an den nahen Umlaufbahnen, vorbei an den geschäftigen Straßen, hinaus in das stille Dunkel, in dem Kometen geduldig ihre Bahnen über den Himmel ziehen. Wir gehen zu einer kleinen Wegstation, die auf dem Schweif eines solchen Kometen sitzt. Ein Ort nicht größer als ein einziger runder Raum, mit Porzellanwänden in der Farbe von Sahne und einem einzigen runden Fenster, das dem langsamen Drehen des Eises zusieht. Du musst nichts tun, um dorthin zu gelangen. Du musst dir keinen Weg merken, nichts tragen, nicht pünktlich ankommen. Die Geschichte wird dich tragen, so wie eine langsame Strömung ein Blatt trägt. Alles, was du tun musst, ist atmen und zuhören und die Worte zu dem Ort werden lassen, der dich umgibt. Lass deinen Atem jetzt ein wenig länger werden. Ein, langsam. Aus, langsam. Wenn dein Geist nach etwas greift, lass ihn einfach greifen und lass ihn dann zurückkehren. Wenn ein Gedanke kommt, kannst du ihn auf ein kleines Regal in deinem Inneren legen, im Wissen, dass du ihn später wieder hervorholen kannst, wenn du möchtest. Für jetzt genügt das Regal. Die Lampen werden gedimmt, die Luft wird weich und der Komet wartet. Gleich trittst du in einen kleinen, warmen Raum, sehr weit von allem entfernt. Niemand hat es eilig. Niemand erwartet etwas von dir. Da sind nur Dampf und Lampenlicht und das langsame Treiben des Frosts. Lass uns beginnen. Du trittst durch die Tür der Wegstation und das Erste, was dir auffällt, ist die Wärme. Es ist keine scharfe Wärme, nicht die Wärme eines schnell entfachten Feuers, sondern eine lang gesetzte Wärme. Die Wärme eines Raumes, der seit Jahren sanft beheizt wird und es nicht eilig hat, abzukühlen. Sie begrüßt dein Gesicht wie ein weiches Tuch. Sie löst etwas in deinen Schultern, noch bevor du den zweiten Schritt getan hast. Der Raum ist rund. Die Wände sind aus Porzellan, glatt und blass. Und sie halten das bernsteinfarbene Lampenlicht, als wären sie mit der Innenseite einer hohlen Hand ausgekleidet. Du kannst die feine Glasur auf ihnen erkennen, die kleinen Unregelmäßigkeiten, wo der Pinsel des Macher verweilt hat. Die Art, wie manche Stellen das Licht wärmer halten als andere. Hier gibt es keine Ecken. Die Krümmung der Wand zieht sich rundherum, ununterbrochen. Und du merkst, dass deine Augen ihr sanft folgen, so wie sie der Wölbung einer Schale folgen würden. In der Mitte des Raumes liegt eine einzelne kreisrunde Feuerstelle. Sie ist niedrig, in den Boden eingelassen, und die Steine, die sie umgeben, sind dunkel und glatt, durch langen Gebrauch poliert. Das sind die Wärmesteine, und sie summen, ganz leise, so wie ein Ofen summt, der schon viele Stunden in Betrieb ist. Das Summen ist so tief, dass du es fast mehr spürst als hörst. Es setzt sich in den Knochen deiner Füße ab, in der weichen Stelle hinter deinen Knien, in der langen Stille deines Rückens.
Auf den Wärmesteinen ruhen Messingkessel. 3 davon, 4 davon, jeder von anderer Form, jeder mit einem kleinen Ausguss, gebogen wie der Hals eines schlafenden Vogels. Sie murmeln. Das ist das richtige Wort dafür. Sie kochen nicht, noch nicht, nicht ganz. Sie werden knapp unter dem Siedepunkt gehalten, in jenem sanften Zwischenzustand, in dem Dampf aufzusteigen beginnt, aber das Wasser noch nicht sprudelt. Das Murmeln ist ein Säuseln, ein langes Flüstern, der Klang, den ein Kessel macht, wenn er Geduld hat. Du machst noch einen Schritt in den Raum und die Schwerkraft empfängt dich. Es ist eine seltsame und liebliche Schwerkraft hier. Sie wird jeden Morgen von Hand eingestellt, geeicht auf das Gewicht einer Wolldecke, die über die Schultern gelegt ist. Du nimmst sie am stärksten in den Armen wahr, die sich angenehm schwer anfühlen, und in der Brust, die sich sanft gehalten anfühlt. Es ist nicht die Schwerkraft eines Planeten. Es ist die Schwerkraft des Zugedecktseins. Es ist die Schwerkraft von jemandem, der die Decke bis ans Kinn hochzieht. Rund um den Raum, an die geschwungenen Porzellanwände gestellt, stehen niedrige Regale. Auf den Regalen stehen Dosen, Dutzende davon, alle ordentlich beschriftet in kleiner, sorgfältiger Handschrift. Getrocknete Kamille, geröstete Gerste, Lindenblüte, Rosenblatt, Minze, 3 Sorten, Zedernspitze, Brombeerblatt. Die Beschriftungen sind in weicher Tinte geschrieben, leicht verblasst, so wie Beschriftungen werden, wenn sie von freundlichen Augen wieder und wieder gelesen wurden. Du atmest ein und die Luft trägt einen stillen Strauß von Düften. Der warme Duft von geröstetem Korn findet dich zuerst, tief und kornsüß. Dann die trockene Weichheit von Kamille, wie eine Wiese, die in Papier gefaltet und beiseite gelegt wurde. Dann ein Faden von etwas Kühlem und Mineralischem, der zarte Geruch geschmolzenen Kometeneises, der ganz anders ist als jeder andere Geruch, leicht metallisch, leicht wie Regen auf Stein, leicht wie das Innere einer sauberen Höhle. Es gibt ein Fenster in der gewölbten Wand, ein Bullauge, rund und mit Messing eingefasst, mit dickem Glas, das sich leicht mit Dampf beschlagen hat. Hinter dem Glas dreht sich der Komet. Seine langsame Bewegung kannst du nur an den Spiralen aus Frost erkennen, die vorüberziehen. Langsame leuchtende Spiralen, die das Lampenlicht von innen einfangen und für einen Moment glühen, bevor sie weiterziehen. Der Frost bewegt sich so, wie Schnee sich in einer Schneekugel bewegt, die vor Stunden abgesetzt wurde, wenn die meisten Flocken sich schon gesetzt haben und nur die kleinsten geblieben sind und in trägen Kurven treiben. Und die Teezieherin ist dort. Du siehst sie jetzt auf der anderen Seite der Feuerstelle, halb im Lampenlicht, halb im weichen Schatten. Es ist eine stille Gestalt, gekleidet in weiche, geschichtete Stoffe, die Ärmel bis zum Ellbogen hochgekrempelt, eine Schürze locker um die Taille gebunden. Das Haar ist schlicht zurückgebunden. Die Hände verrichten kleine, sorgsame Arbeiten. Sie haben nicht zu dir aufgesehen. Sie mussten es nicht. Du bist hier willkommen, so wie ein Zug warmer Luft willkommen ist. Worte sind nicht nötig. Die Teezieherin summt, ganz leise, eine kleine, wortlose Melodie, die zum Summen der Wärmesteine passt. Du kannst die Melodie nicht ganz fassen. Es ist die Art Melodie, die jemand für sich selbst summt, wenn er allein und zufrieden ist. Sie steigt und fällt wie Dampf. Du lässt deinen Blick noch einmal umherwandern. Du bemerkst eine niedrige Bank unter dem Bullauge, gepolstert mit einer gefalteten Decke in der Farbe von Hafer. Du bemerkst eine Reihe kleiner grüner Becher auf einem Regal aufgereiht.
Jeder Becher so groß wie eine geschlossene Faust. Jeder Becher in einem leicht anderen Grünton, wie Blätter, die an verschiedenen Tagen eines frühen Frühlings gefunden wurden. Du bemerkst einen Kupfertopf, der auf einem Beistelltisch ruht, gefüllt mit klarem Wasser, das das Lampenlicht einfängt wie ein kleiner stiller Teich. Du bemerkst, dass alles in diesem Raum seinen Platz hat und jeder Platz so oft und so behutsam genutzt wurde, dass er zum richtigen Platz geworden ist, zum einzigen Platz. Du merkst, dass du ganz still gestanden hast. Du merkst, dass dein Atem langsamer geworden ist, ohne dass du ihn darum gebeten hättest. Du merkst, dass der Raum dich auf seine stille Art in sich aufgenommen hat. Die Teeaufgießerin spült die kupfernen Kannen. Du schaust ihr bei der Arbeit zu, denn es ist eine sanfte Arbeit. Eine, die von der Zuschauerin nichts verlangt. Sie hebt eine Kanne vom Beistelltisch, neigt sie behutsam zur Seite und gießt ein Maß klaren Wassers in eine breite Schale. Das Wasser macht ein leises Geräusch, ein langes, tiefes Geräusch, wie ein Löffel, der Honig umrührt. Dann reibt sie das Innere der Kanne mit einem weichen Tuch aus, kreist langsam, geduldig wie ein See. Das Wasser ist geschmolzenes Kummeneis. Es trägt diesen leisen mineralischen Geruch, diesen kühlen, klaren Ton, der gerade am Rand der wärmeren Düfte von Gerste und Kamille schwebt. Du denkst auf eine langsame, entfernte Weise daran, wie weit dieses Wasser gereist ist, wie lange es gefroren war, länger als irgendwer sich erinnern kann, wie es so lange Eis gewesen ist, wie der Komet schon treibt, wie es nur hier, nur in diesem warmen, kleinen Raum wieder flüssig wird, brauchbar wird, Tee wird. Die Teeaufgießerin stellt die ausgespülte Kanne kopfüber auf ein gefaltetes Tuch zum Abtropfen. Sie hebt die nächste Kanne. Sie neigt, gießt, spült, kreist und stellt ab. Der Rhythmus ist gleichmäßig. Es ist der Rhythmus von jemandem, der diese Arbeit sehr lange schon tut, der nicht mehr bewusst darüber nachdenkt, der die Hände einfach erinnern lässt. Du spürst beim Zuschauen, dass du in diesen Rhythmus hineinschlafen könntest, als wäre er ein Wiegenlied für die Augen. Als alle Kannen ausgespült sind und abtropfen, wendet sich die Teeaufgießerin den Dosen zu. Sie hebt eine vom Regal herunter, Kamille, und stellt sie auf den kleinen Arbeitstisch. Sie öffnet den Deckel und ein leises Seufzen getrockneter Süße steigt aus dem Inneren auf. Sie nimmt einen hölzernen Löffel, klein wie ein Daumen, und hebt ein abgemessenes Maß blasser Blüten heraus. Du hörst das trockene Rascheln der Blütenblätter, ihr leises, papierenes Flüstern, wenn sie aneinander vorbeigleiten. Es ist einer der leisesten Klänge der Welt. Die Blütenblätter wandern in eine kleine grüne Dose, beschriftet in derselben sorgfältigen Handschrift. Abend, Kamille. Die Teeaufgießerin streicht die Blütenblätter mit der Seite des Löffels glatt, schließt die Dose, stellt sie auf ein anderes Regal, etwas tiefer, etwas näher am Herd. Du verstehst, auf eine weiche, wortlose Weise, dass dies die Dose für den heutigen Abend ist, vorbereitet und bereit und in Griffweite. Als nächstes wendet sie sich der gerösteten Gerste zu. Der Deckel hebt sich. Der warme, getreidesüße Duft vertieft sich in der Luft um dich. Der Löffel taucht ein, hebt, taucht ein, hebt. Ein Maß wandert in eine zweite kleine Dose. Du beobachtest die sorgsamen kleinen Bewegungen, das unaufgeregte Abwiegen, die kleinen Anpassungen. Wenn ein Blütenblatt an der Seite des Löffels haften bleibt, streicht die Teeaufgießerin es mit der Fingerspitze zurück in die Dose. Hier wird nichts verschwendet. Nichts bleibt zurück.
Jedes Blatt und jedes Korn hat seinen Platz. Draußen vor dem Bullauge treibt eine lange Spirale aus Reif vorbei. Du siehst sie aus dem Augenwinkel, sanft leuchtend. Der Komet dreht sich, ganz behutsam, und die Eisflocken hängen rings um ihn in der Luft wie schwebender Schnee. Manche Flocken treiben nah genug ans Glas, dass du ihre kleinen Sternformen sehen kannst, ihre gefiederten Ränder, bevor sie wieder davonkreisen. Du fragst dich auf eine stille Weise, ob die Flocken wissen, dass sie sich bewegen, oder ob sie einfach hängen. Du fragst dich das nur für einen Augenblick, und dann lässt du das Fragen vorüberziehen. Die Teeaufgießerin summt ihre leise Melodie. Die Wärmesteine summen ihren tieferen Ton. Die messingenen Kessel murmeln unter dem Sieden. 3 Klänge, 3 Schichten. Ein kleiner Akkord, der den Raum füllt, ohne ihn zu füllen. Du merkst, dass du angefangen hast, im Takt der Kessel zu atmen. Ein langer, langsamer Atem ein. Ein langer, langsamer Atem aus. Die Klänge des Raumes leeren deinen Atem, und dein Atem lässt sich gerne leeren. Die Teeaufgießerin greift nach der Reihe kleiner grüner Tassen. Sie nimmt 2 davon herunter, nur 2, und stellt sie auf den Arbeitstisch. Heute Abend wird ein einziger Besucher erwartet. Nur einer. Und die 2. Tasse ist für die Aufgießerin selbst, die beim Bullauge mit der Reisenden sitzen wird, wenn die Zeit gekommen ist. Du siehst die beiden Tassen, Seite an Seite auf dem dunklen Holz. Die eine hat das Grün eines jungen Weidenblatts. Die andere hat das Grün von Moos nach einem langen Regen. Die Aufgießerin nimmt ein weiches Tuch, befeuchtet im Kommeneiswasser und poliert die Tassen. Langsame Kreise, langsame Kreise. Sie hält jede Tasse ins Lampenlicht, dreht sie behutsam zwischen den Fingern und prüft auf eine kleine Spur, ein Stäubchen. Wenn sie zufrieden ist, stellt sie die Tassen zum Trocknen auf eine gefaltete Serviette und das Lampenlicht gleitet über das Porzellan wie Sirup über einen Löffel. Du lässt deinen Blick wandern. Jetzt bemerkst du die Aufgussuhren. Es sind 3, in einen kleinen hölzernen Rahmen an der Wand über dem Herd eingelassen. Sie sind nicht wie gewöhnliche Uhren. Sie messen keine Stunden. Sie messen das langsame Aufblühen eines Aufgusses. Jede hat ein kleines Sandglas und neben jedem Glas eine winzige beschriftete Karte. Kamille, 8 Atemzüge. Gerste, 12 Atemzüge. Linde, 10 Atemzüge. Du lächelst, irgendwo in deinem Inneren, bei dem Gedanken an eine Uhr, die die Zeit in Atemzügen misst. Die Aufgießerin prüft jede Uhr, klopft sanft mit der Fingerspitze gegen den Holzrahmen und nickt sich selbst zu. Alles ist in Ordnung. Alles ist bereit. Der Raum ist vorbereitet für den Reisenden, der noch nicht eingetroffen ist. Und der Reisende ist noch Stunden entfernt. Und es gibt nichts zu tun, außer die kleinen sanften Dinge. Die kleinen sanften Rituale, die die Zeit dazwischen füllen. Du nimmst einen langsamen Atemzug. Das bernsteinfarbene Lampenlicht an den porzellanenen Wänden scheint sich ganz leicht zu bewegen. So wie Kerzenlicht sich bewegt, wenn jemand an einer Tür vorbeigeht. Aber niemand ist vorbeigegangen. Das Lampenlicht ist einfach lebendig auf die Art, wie Lampenlicht lebendig ist. Atmend, während es brennt, anschwellend und sich setzend in seinem eigenen kleinen Rhythmus. Du lässt deine Augen für einen Moment schließen, nur für einen Moment. Und die Klänge des Raumes steigen um dich auf. Das Murmeln der Kessel, das Summen der Wärmesteine, die leise Melodie der Teeaufgießerin, das trockene Rascheln der abgemessenen Blütenblätter, das langsame Klingen eines Löffels,
der auf dem hölzernen Arbeitstisch abgelegt wird. Wenn du die Augen wieder öffnest, hat sich nichts verändert. Der Raum ist genau so, wie du ihn verlassen hast. Du findest das ungeheuer tröstlich. Nun wendet sich die Teeaufgießerin den Kesseln zu. Sie hebt einen von den Wärmesteinen, den kleinsten von ihnen, einen Kessel in der Farbe eines alten Pfennigs, und neigt ihn behutsam über die seitliche Schale, um den Wasserstand zu prüfen. Nicht ganz genug. Sie nimmt eine Schöpfkelle von einem Haken an der Wand und taucht sie in einen hohen Keramikkrug, der nahe der Tür steht. Der Krug ist voller Common Ice, in kleine, klare Stücke gebrochen, die wie flache Flusskiesel aussehen. Die Kelle schöpft ein Maß Eis und die Aufgießerin gießt es langsam in den Kessel. Das Eis trifft auf das warme Kupfer mit einem kleinen weichen Zischen, dann mit einem längeren, langsamen Flüstern, während es zu schmelzen beginnt. Du kannst beinahe spüren, wie das Wasser sich in sich selbst entspannt. Du kannst beinahe spüren, wie die lang gefrorenen Flocken davon ablassen, Eis zu sein. Die Aufgießerin stellt den Kessel zurück auf seinen Wärmestein und das Murmeln kehrt zurück, tiefer nun, und legt sich in das neue Wasser, während es wieder zu jenem beinahe Sieden hinaufsteigt, das nur noch ein Flüstern ist. Die Aufgießerin tut dasselbe mit dem nächsten Kessel und dem nächsten und dem nächsten. Heben, prüfen, eintauchen, gießen, absetzen, heben, prüfen, eintauchen, gießen, absetzen. Die Bewegungen sind so geschmeidig, dass sie fast wie eine einzige Bewegung wirken. Immer wiederholt, so wie das Schaukeln eines Bootes eine einzige Bewegung ist. Immer wiederholt, die zum Boot selbst wird. Zwischen den Kesseln hält die Aufgießerin inne und blickt durch das Bullauge. Du folgst ihrem Blick. Die Frostspiralen ziehen jetzt dichter vorbei, streifen fast das Glas. Ihre leuchtenden Kurven treiben in langsamen Schleifen. Hin und wieder zieht eine größere Flocke vorbei, so groß wie ein Daumennagel. Ihre gefiederten Ränder drehen sich so langsam, dass du die Spitzen zählen kannst. 6 Spitzen, 8 Spitzen, 12 Spitzen. Jede ein kleiner, langsamer Stern. Die Aufgießerin lächelt ein sehr kleines Lächeln. Du kannst es gerade noch sehen. Du verstehst auf eine wortlose Weise, dass sie diesen Anblick liebt, dass sie ihn seit vielen Jahren liebt, dass sie jeden Abend zu dieser Stunde in ihrer Arbeit innehält, um auf das langsame Drehen des Kometenschweifs hinauszusehen, und dass die kleine, stille Liebe, die sie für ihn hegt, niemals alt wird. Aber du fühlst dich auf eine leise Weise beschenkt, in diesem Moment hier zu sein, dieses kleine, stille Hinaussehen zu teilen. Nach einer Weile wendet sich die Aufgießerin vom Bullauge ab. Sie geht zu einem niedrigen Schrank, der in die gerundete Wand eingelassen ist, öffnet seine kleine Tür und nimmt ein gefaltetes Tuch heraus, ein hölzernes Tablett und ein kleines Glas Honig. Das Glas ist rund und blassgolden und der Honig darin hat die warme Farbe des späten Nachmittags. Sie stellt diese Dinge auf den Arbeitstisch neben die beiden grünen Becher. Sie faltet das Tuch auseinander. Es ist ein Serviertuch, weich und leicht abgetragen, mit einem zarten Muster, das an den Rändern eingestickt ist. Kleine Blätter, denkst du, oder vielleicht kleine Sterne. Du kannst es von dort, wo du stehst, nicht ganz erkennen. Sie legt das Tuch über das Tablett, streicht es mit einer Hand glatt und stellt die beiden Becher darauf. Sie stellt das kleine Honigglas zwischen die Becher. Sie legt einen kleinen Holzlöffel neben das Glas. Dann hält sie inne, betrachtet das Arrangement
und verschieb den Löffel um die Breite eines Fingernagels. Nur eine kleine Korrektur. Gerade genug, damit der Löffel genau dort liegt, wo er liegen soll. Du lächelst darüber. Es liegt etwas tief Liebenswertes in einem Menschen, der einen Löffel um die Breite eines Fingernagels zurechtrückt. Die Aufgießerin wendet sich wieder den Regalen zu. Sie hebt eine Dose herab, beschriftet mit Lindenblüte. Sie öffnet sie. Der Duft, der aufsteigt, ist honigsüß und grün, wie ein Baum, der lange in einem warmen Nachmittag geblüht hat. Sie schöpft ein Maß getrockneter Blüten in eine kleine Aufgussschale, die Schale nicht größer als ein Suppenlöffel, und stellt die Schale auf den Arbeitstisch neben die Becher. Dann verschließt sie die Dose und stellt sie zurück ins Regal. Sie tut dasselbe mit der Abendkamille, schöpft ein Maß in eine zweite kleine Schale. Sie tut dasselbe mit der gerösteten Gerste, in eine dritte. 3 kleine Schalen, 3 kleine Maße, 3 kleine stille Versprechen von Tee, der noch nicht aufgegossen ist. Du bemerkst, dass dein Atem tiefer geworden ist. Du bemerkst, dass deine Hände schwer geworden sind. Du bemerkst, dass du das Gewicht jener Wolldeckenschwere noch vollständiger in dich sinken spürst. In deine Brust, in die lange Linie deines Rückens. Du fühlst dich gehalten. Du fühlst dich still. Du fühlst dich, als schwebtest du in etwas Warmem. Es vergeht einige Zeit. Du bist dir nicht sicher, wie viel. In der Wegstation gibt es keine Uhren für Stunden, nur Uhren für das Ziehen. Und die Ziehuhren sind leise. Die Teeaufgießerin bewegt sich durch ihre kleinen Rituale. Und du siehst zu. Und die Kessel murmeln. Und das Lampenlicht atmet. Und draußen vor dem Bullauge vollzieht der Komet sein langsames, geduldiges Drehen. Die Aufgießerin nimmt einen weichen Besen von einem Haken neben der Tür. Es ist ein kleiner Besen, von der Art, wie man ihn eher für eine Tischplatte oder ein Fensterbrett nimmt, als für einen Boden. Sie fegt den Arbeitstisch sehr behutsam und sammelt kleine verstreute Flecken von Blütenblättern und Körnern in eine winzige Messingschaufel. Wenn sie fertig ist, kippt sie den Inhalt der Schaufel in ein kleines Glas, das nahe am Herd steht. Du verstehst, wieder auf jene wortlose Weise, dass hier nichts verschwendet wird. Die verstreuten Flecken werden vielleicht in eine bescheidene Mischung wandern. Einen Wintertee für die kalten Monate, wenn die Aufgießerin selbst allein am Bullauge trinkt. Sie hängt den Besen zurück an seinen Haken. Sie stellt die Schaufel zurück ins Regal. Sie wischt sich die Hände am Zipfel ihrer Schürze ab und dann tut sie etwas, das du nicht erwartet hast. Sie setzt sich, nur für eine kleine Weile. Sie setzt sich auf einen kleinen Hocker am Herd, nahe den Wärmesteinen, und sie hält ihre Hände der Wärme entgegen. Nicht ganz berührend, nur nahe genug, um die lange, langsame Hitze zu spüren, die von den Steinen aufsteigt. Du siehst ihr beim Ruhen zu. Du siehst, wie leicht es ihr fällt zu ruhen. Du siehst, dass das Ruhen nicht vom Arbeiten getrennt ist. Du siehst, wie das Ruhen Teil des Arbeitens ist, wie die Aufgießerin Ruhe in jeden Abend eingebaut hat. In jede Reihe kleiner, sorgsamer Handgriffe, so wie jemand einen weichen Sitz in eine lange Bank einbaut. Du denkst auf eine langsame, ferne Weise, wie schön das ist. Wie schön es ist, auf eine Weise zu leben, in die Ruhe eingebaut ist. Für ein paar Atemzüge ist der Raum sehr still. Die Kessel murmeln, die Steine summen, das Lampenlicht atmet. Die kleine wortlose Melodie der Aufgießerin ist verstummt und an ihrer Stelle ist nur das weiche Geräusch des Atmens, ihres und deines, beinahe im Gleichklang.
Nach einer Weile erhebt sich die Aufgießerin vom Hocker. Sie geht zur niedrigen Bank unter dem Bullauge und sie nimmt die gefaltete haferfarbene Decke auf und schüttelt sie sanft in der Luft aus. Die Decke legt sich zurück in ihre Falte, so wie Decken es tun, mit einem kleinen weichen Fallen. Sie breitet sie flach über die Bank, glättet sie mit beiden Händen von der Mitte aus zu den Rändern hin und schlägt sie dann an den Enden ein wenig unter, damit sie ordentlich am Holz anliegt. Dies ist die Bank für den Reisenden, der noch nicht angekommen ist. Dies ist die Bank am Fenster, wo der Besucher sitzen und einen kleinen grünen Becher Tee trinken und den Frost durch das Glas vorbeiziehen sehen wird. Die Aufgießerin legt ein kleines Kissen an ein Ende der Bank. Das Kissen in der Farbe von Moos, dieselbe Farbe wie einer der Becher. Und dann tritt sie zurück, um zu sehen, ob alles stimmt. Sie rückt das Kissen um die Breite eines Daumens zurecht. Sie schaut noch einmal. Sie ist zufrieden. Du fühlst ein kleines, stilles Vergnügen, während du dieser Vorbereitung zusiehst. Es liegt etwas tief Gütiges darin, einen Platz für jemanden zu bereiten, den man noch nicht getroffen hat, eine Decke glatt zu streichen und ein Kissen zurechtzulegen und genau zu wählen, wo der Becher stehen soll. Die Güte lebt in den kleinen Bewegungen. Die Güte lebt in der Breite eines Daumens, im Winkel eines Löffels, in der Art, wie eine Decke an den Ecken eingeschlagen wird. Der Aufgießer wendet sich nun den Wärmesteinen selbst zu. Er nimmt einen kleinen weichen Pinsel von einem Haken an der Wand, nicht größer als der Pinsel, mit dem man ein Klavier entstauben würde, und kniet sich neben den Herd. Er bürstet die Steine, ganz sanft, fegt jedes kleine Körnchen, jedes Blütenblatt, das sich dorthin verirrt haben mag, zurück zum Rand. Der Pinsel flüstert über den Stein. Die Steine summen ihr leises Summen, unbeeindruckt, zufrieden unter dem Bürsten. Als die Steine sauber sind, erhebt sich der Aufgießer wieder und geht zu dem kleinen Schrank. Er nimmt einen langen Holzlöffel heraus, die Art, mit der man etwas Tiefes umrührt, und ein Tongefäß mit Holzdeckel. Er öffnet das Gefäß und hebt ein kleines, getrocknetes Zweiglein heraus, dunkel und gekräuselt, das schwach nach Zimt riecht und nach etwas Tieferem, etwas wie altes Holz, das viele Jahre in der Sonne gestanden hat. Er legt das Zweiglein auf den Wärmestein, der dem Bullauge am nächsten ist. Nach einigen Augenblicken beginnt das Zweiglein, seinen Duft freizugeben. Eine warme Würze steigt in die Luft, langsam wie Sirup. Sie vermischt sich mit der Kamille, mit der gerösteten Gerste, mit der kühlen mineralischen Note des Kometeneises. Der Raum riecht nun wie ein kleines Heim, das schon sehr lange bewohnt ist, in dem gute Dinge aufgegossen und getrocknet und aufbewahrt wurden, in dem die Luft selbst zu einer stillen Chronik jedes Abends geworden ist, der zuvor gekommen ist. Du atmest den neuen Duft ein. Du lässt ihn in dich einsinken. Du lässt ihn Teil des sanften inneren Wetters deines Körpers werden. Du merkst, dass du dich nicht erinnern kannst, wann du dich zuletzt so ruhig gefühlt hast. Die Erkenntnis ist weniger ein Gedanke als ein Gefühl, ein kleines, sanftes Staunen, so wie wenn man bemerkt, dass Schnee zu fallen begonnen hat, während man auf etwas anderes geschaut hat. Der Aufgießer wendet sich wieder den Kesseln zu. Er hebt den kleinsten von ihnen, den kupfernen, und gießt ein sorgsames Maß von Wasser, das knapp unter dem Siedepunkt ist, in ein kleines Tongefäß. In das Gefäß gibt er eine Prise gerösteter Gerste aus einer der kleinen Schalen, eine einzelne getrocknete Kamillenblüte und einen kleinen Streifen getrockneter Zitronenschale aus einer winzigen Blechdose, die du vorher nicht bemerkt hattest.
Er setzt den Deckel auf das Tongefäß. Er dreht das kleine Sanduhrglas daneben um. Der Sand beginnt zu fallen. Korn für langsames Korn. Das ist der eigene Tee des Aufgießers. Verstehst du? Das ist der Tee, den er trinken wird, während er auf den Reisenden wartet. Es ist eine kleine, bescheidene Mischung aus dem gemacht, was er hatte, aus der Geduld des Abends gemacht. Er beugt sich für einen Moment über das Gefäß und atmet den aufsteigenden Dampf ein. Sein Gesicht wird weicher. Du spürst, wie dein eigenes Gesicht damit weicher wird. Als der Sand zu Ende gerieselt ist, hebt der Aufgießer den Deckel, schnuppert einmal, nickt und gießt den Tee langsam in die weidengrüne Tasse. Der Guss ist ein langer Guss, sorgfältig, unhastig. Die Art von Guss, die sagt, dass der Tee Zeit hat und der Trinker Zeit hat und der Komet Zeit hat und dass für alles genug Zeit ist. Die Tasse füllt sich. Ein kleines Dampfwölkchen steigt auf und findet das kalte Glas des Bullauges und beschlägt dort einen kleinen Kreis. Der Aufgießer trägt die Tasse zur niedrigen Bank. Er setzt sich an ein Ende der Bank, an das Ende ohne das Kissen, und hält die Tasse in beiden Händen. Er nippt. Du fühlst das Nippen, als wäre es dein eigenes. Die Wärme rinnt in ihm hinab, lässt sich irgendwo direkt unter dem Herzen nieder. Und ein kleiner Atemzug der Zufriedenheit steigt an ihrer Stelle auf. Du fühlst auch diesen Atemzug. Du schmeckst beinahe die Gerste. Er schaut aus dem Bullauge. Der Frost dreht sich. Eine lange Spirale treibt vorbei, heller als die anderen, fängt das Lampenlicht von innen auf, während sie weiterzieht. Der Aufgießer schaut ihr lange nach, nippt erneut und stützt die Tasse auf seinem Knie ab. Seine Schultern senken sich ein wenig. Seine Augen werden weich. Das Summen der Wärmesteine, das Murmeln der Kessel, das langsame Drehen des Kometen, all das sammelt sich um ihn wie ein lang vertrauter Mantel. Du beobachtest, wie der Aufgießer ruht, und während du zusiehst, merkst du, dass auch du ruhst. Du merkst, dass du dich irgendwo unterwegs vollständig in den Raum eingelassen hast. Du bist nicht länger ein Besucher, der gerade angekommen ist. Du bist nun Teil des Raumes. Das bernsteinfarbene Lampenlicht hat dich aufgenommen. Die Wolldeckenschwerkraft hält dich. Die Kessel murmeln auch für dich. Nach einer Weile, und die Zeit ist hier locker, die Zeit wird hier in Atemzügen statt in Minuten gemessen, erhebt sich der Aufgießer. Er stellt die leere Tasse auf den kleinen Arbeitstisch und kehrt zur sanften, sorgfältigen Arbeit des Abends zurück. Er wischt die Tasse mit einem sauberen Tuch ab. Er stellt sie umgedreht neben die moosgrüne Tasse, bereit für später. Er prüft erneut die Aufgussuhren. Er tippt sanft mit einer Fingerspitze gegen den Holzrahmen. Er nickt. Er geht zurück zu den Regalen und beginnt zu sortieren. Er nimmt eine Dose herunter, auf der Rosenblüte steht, und öffnet sie. Er schüttet einige Blütenblätter in seine Handfläche und betrachtet sie, so wie man kleine, alte Briefe betrachten würde. Manche Blütenblätter sind blass, manche dunkler, manche haben sich an den Rändern eingerollt. Er sortiert die Blütenblätter nach Farbe, die blassen in die eine kleine Schale, die dunkleren in eine andere. Es ist die Art Aufgabe, die kein Ende hat. Es ist die Art Aufgabe, die man eine Stunde lang tun könnte oder ein Leben lang. Du erkennst beim Zusehen, dass die Arbeit der Wegstation größtenteils dies ist: kleines Sortieren, kleines Justieren, kleines sich kümmern. Die großen Ereignisse sind selten. Die großen Ereignisse sind ein sanftes Klopfen an der Tür. Ein
oder 2-mal pro Jahreszeit. Der Rest sind Blütenblätter, Kessel, Lampenlicht und das langsame Drehen des Frosts. Der Rest ist die lange Stille dazwischen. Du denkst auf eine langsame, ferne Weise, dass es hier etwas zu lernen gibt. Dass vielleicht ein Leben aus kleinen Sortierungen gemacht werden kann. Dass vielleicht ein Leben größtenteils aus kleinen Sortierungen besteht. Und dass die kleinen Sortierungen nicht etwas Geringeres sind, sondern eben die Sache selbst. Du lässt den Gedanken an dir vorbeiziehen, so wie der Frost am Bullauge vorbeizieht. Du musst ihn nicht festhalten. Du kannst ihn einfach ziehen lassen. Der Aufgießer beendet das Sortieren der Rosenblütenblätter und schließt die Dose. Er geht zum Lindenblütentee weiter und dann zur Minze und prüft jede Dose, ob die Blätter noch frisch sind, ob das Siegel noch dicht ist, ob das Etikett noch lesbar ist. Er nimmt einen kleinen Bleistift und frischt eines der Etiketten auf, wo die Tinte verblasst ist. Er schreibt das Wort langsam, Buchstabe für Buchstabe. Linde. Die neue Tinte ist dunkler als die alte, aber sie wird mit der Zeit verblassen und dann wird sie wieder aufgefrischt werden. Nichts hier ist jemals wirklich fertig. Alles wird sanft bewahrt. Die Lampen werden ein wenig weicher. Du bist dir nicht sicher, ob sie tatsächlich gedimmt haben oder ob deine Augen sich mehr an sie gewöhnt haben. Oder vielleicht beides. Das bernsteinfarbene Licht sammelt sich an den Porzellanwänden wie Honig, der sich in einem Glas absetzt. Der Raum fühlt sich nun noch kleiner an, noch näher, noch geborgener. Der Aufgießer geht zum Bullauge und wischt mit dem Ärmelzipfel den beschlagenen Kreis auf der Innenseite des Glases frei. Der Beschlag löst sich für einen Moment und du kannst weiter hinaus in das langsame Treiben des Frostes sehen. Du siehst den langen, geschwungenen Schweif des Kometen, der sich ins Dunkel hinaus erstreckt. Ein weicher, leuchtender Fluss aus Eisflocken, langsam wie ein schlafender Atem. Du siehst weit in der Ferne einen winzigen Lichtpunkt, der vielleicht ein vorüberziehendes Schiff ist. Vielleicht ein ferner Stern oder bloß eine Flocke, die das Licht im richtigen Winkel einfängt. Du kannst es nicht sagen. Du musst es nicht sagen. Es genügt, einfach zu sehen. Der Aufgießer betrachtet das ferne Licht einen Moment lang. Dann lässt er den Beschlag auf das Glas zurückkehren und er wendet sich wieder dem Arbeitstisch zu. Er beginnt, einen kleinen Teller zu richten. Aus einer niedrigen Schublade holt er ein Holzbrettchen und ein weiches Tuch. Aus einer Dose mit Deckel nimmt er einen kleinen runden Keks, blass und trocken, von jener Art, die langsam zum Tee gegessen werden soll. Er legt den Keks auf das Brettchen. Aus einer anderen Dose nimmt er einen kleinen Löffel voll Honigsamen und streut sie neben den Keks. Er sieht die Anordnung an. Er verändert nichts daran. Es ist richtig so. Der Teller gesellt sich zum Tablett. Auf dem Tablett stehen nun die beiden Tassen, das kleine Honigglas, der Holzlöffel, der kleine Teller mit dem Keks und den Honigsamen und eine gefaltete Stoffserviette. Beim Anblick spürst du, dass du für immer in diesem Raum bleiben könntest, um die kleinen, freundlichen Vorbereitungen zu beobachten, das kleine, freundliche Hinstellen der Dinge. Ein sanfter Klang ertönt. Es ist der Klang einer kleinen Glocke, irgendwo jenseits der Tür. Einer Glocke, die durch ein langes, leises Signal aus den langsamen Weiten geläutet wird. Es ist das Zeichen, dass ein Reisender seine Annäherung begonnen hat. Keine Ankunft, noch nicht. Nur der Anfang einer Ankunft. Der Reisende ist noch eine Weile entfernt, vielleicht eine Stunde, vielleicht
etwas weniger. Doch er ist im Kommen. Der Aufgießer lächelt sein ganz kleines Lächeln. Er geht zu einer kleinen Tafel neben der Tür und drückt einen einzelnen Messingknopf. Der Knopf glimmt sanft auf. Das Signal ist erwidert. Der Reisende weiß nun, dass die Wegstation ihn gehört hat, dass die Kessel warm sind, dass der Tee zubereitet wird, dass die Bank bereitsteht. Im Dunkel dazwischen, irgendwo entlang des langsamen Kometenschweifs, wird der Reisende wissen, dass er erwartet wird. Der Aufgießer kehrt zur Feuerstelle zurück. Er nimmt den kleinen Tonkrug und spült ihn sanft im Becken aus. Er nimmt frische Zutaten aus den 3 kleinen Schalen, die Abendkamille, die geröstete Gerste, die Lindenblüte und beginnt, den Tee für den Reisenden zu bereiten. Aber langsam, so langsam. Es gibt keine Eile. Es gibt sogar genau die richtige Menge an Zeit. Er misst jedes Blatt und jedes Korn in den Krug. Eine Schöpfkelle Kamille, das trockene Rascheln steigt auf. Eine kleine Handvoll Gerste, der warme, kornsüße Duft vertieft sich. Ein paar goldene Lindenblüten mit ihrem honiggrünen Geruch. Er betrachtet die Mischung und überlegt. Er fügt noch eine Kamillenblüte hinzu, nur eine, für das schläfrigere Gefühl. Er setzt den Deckel auf den Krug. Der Kessel wird angehoben. Das Wasser wird eingegossen. Das lange, langsame Flüstern des knapp unter dem Siedepunkt strömenden Wassers trifft auf die trockenen Blätter und Blüten. Und ein tiefer, warmer Dampf steigt unter dem Deckel empor. Der Duft, der nun den Raum erfüllt, ist rund und weich. Der Duft einer Wiese bei Sonnenuntergang, von Korn im Spätsommer, von der Schlafenszeit, als du klein warst und das ganze Haus warm war. Der Aufgießer dreht das kleine Stundenglas um. Der Sand beginnt zu rinnen. Du siehst dem rinnenden Sand zu. Du siehst dem sanften Strom winziger Körner durch die schmale Taille des Glases zu. Es ist jene Art des Zusehens, die nichts weiter braucht. Es ist jene Art des Zusehens, die dich sanft lehrt, wie wenn man Wasser aus einem reinen Krug gießt. Während der Tee zieht, tut der Aufgießer kleine, unhastige Dinge. Er poliert den kleinen Holzlöffel. Er öffnet das Honigglas und prüft die Oberfläche, glättet sie mit der Rückseite des Löffels. Er richtet die gefaltete Serviette auf dem Tablett. Er sieht zur Bank am Bullauge, sieht, dass sie noch in Ordnung ist, blickt zurück zum Tablett, sieht, dass es noch in Ordnung ist. Er prüft die Ziehuhren erneut, obwohl er sie bereits geprüft hat. Er kann nicht anders. Er liebt die kleinen Prüfungen. Der Sand vollendet sein langsames Rinnen. Der Aufgießer hebt den Deckel des Tonkrugs, atmet einmal ein, nickt. Der Tee ist fertig. Er stellt den Krug auf das Tablett neben die Tassen. Alles ist an seinem Platz. Der Raum ist bereitet. Die Ankunft kann beginnen, wann immer sie möchte. Du spürst irgendwie, dass dich noch immer die lange Wolldeckenschwerkraft hält. Und dass diese Schwerkraft, wenn überhaupt, ein wenig weicher geworden ist. Der Raum hat sich noch weiter verlangsamt. Das Lampenlicht ist bernsteintief. Der Frost draußen wirbelt langsamer als zuvor. Jede Flocke ein kleiner, langsamer Stern, der sich um seine eigene stille Achse dreht. Die Kessel murmeln, die Wärmesteine summen. Die kleine, wortlose Melodie des Aufgießers ist zurückgekehrt. Ganz leise. Gerade so viel, dass du sie hören kannst, wenn du auf sie achtest. Nach einer Weile hörst du ihn. Ein leises Klopfen. 2 kleine Klopftöne an der runden Tür der Wegstation. Nicht laut, nicht drängend. Nur das sanfte Klopfen von jemandem, der einen langen Weg gegangen ist und endlich hier ist. Der Aufgießer geht zur Tür.
Er hebt den kleinen Messingriegel. Er öffnet die Tür langsam und ein Hauch kühler Mineralluft strömt herein. Der Duft des Kometeneises, voller jetzt, frischer, mit einem leisen Rand aus Frost. In der Tür steht der Reisende. Der Reisende ist eine stille Gestalt, in weiche Schichten gehüllt, die Kapuze mit blassem Pelz gefüttert, die Augen ruhig und ein wenig müde auf jene Weise, wie lange Reisen die Augen ein wenig müde machen. Du kannst sein Gesicht nicht deutlich sehen. Du musst es nicht. Du musst nur wissen, dass er freundlich ist, dass er unhastig ist, dass er sich auf diesen kleinen warmen Raum lange gefreut hat, durch eine lange Strecke langsamen Treibens hindurch. Er tritt herein. Der Aufgießer schließt die Tür hinter ihm, sanft, mit beiden Händen. Die kühle Mineralluft legt sich in die wärmeren Düfte des Raumes und der Raum nimmt den Reisenden auf, so wie der Raum dich aufgenommen hat, ohne dass Worte nötig wären. Der Reisende lockert seine Kapuze. Er wickelt einen weichen Schal vom Hals. Er hängt seinen Schal an den Haken neben der Tür, neben dem Besen, und er streift seinen Übermantel ab und hängt ihn neben den Schal. Der Aufgießer nimmt ein kleines Handtuch aus einem Regal und reicht es ihm. Der Reisende wischt sich langsam Hände und Gesicht ab, faltet dann das Tuch und legt es auf ein kleines Holztablett, damit der Aufgießer es nehmen kann, wann er möchte. Der Aufgießer weist zur Bank unter dem Bullauge. Der Reisende lächelt ein kleines, dankbares Lächeln und geht zur Bank. Er setzt sich behutsam, legt sich die haferfarbene Decke um die Beine, lehnt sich gegen die geschwungene Porzellanwand. Er atmet einen langen, langsamen Atemzug aus. Du spürst diesen Atem, als wäre es dein eigener. Du lässt deinen eigenen Atem lang und langsam mit ihm hinausgleiten. Der Aufgießer trägt das Tablett zur Bank. Er stellt es auf einen kleinen niedrigen Tisch, der schon dort steht, den du eben erst bemerkt hast, der immer dort gestanden hat. Er gießt den Tee aus dem Tonkrug in die moosgrüne Tasse. Ein langer, sorgfältiger Guss. Der Reisende beobachtet das Gießen mit einer sanften Stille im Gesicht. Der Dampf steigt auf, findet das kalte Bullaugenglas und beschlägt dort einen kleinen neuen Kreis. Und der Aufgießer schenkt die zweite Tasse ein, die weidengrüne, für sich selbst. Er hebt das kleine Glas mit Honig, zieht eine Augenbraue hoch und der Reisende nickt. Ein kleiner Löffel kommt in die Tasse des Reisenden. Der Holzlöffel rührt den Tee, langsam. 3 Drehungen in die eine Richtung, 3 Drehungen in die andere. Ein leises Klingen, das Klingen eines kleinen Löffels an einer kleinen grünen Tasse, steigt von der Bank auf, in den Raum hinein, in den warmen Dampf hinein, in dich hinein. Der Reisende nimmt die Tasse in beide Hände. Du spürst die Wärme der Tasse an seinen Handflächen, als läge sie an deinen. Er hebt die Tasse. Er nippt. Er schließt die Augen. Er sitzt ganz still für einen langen, stillen Augenblick, hält die Wärme in sich, lässt sie sich setzen. Du spürst, wie sich die Wärme auch in dir setzt, gerade unterhalb des Herzens, genau dort, wo sich der Tee des Aufgießers zuvor gesetzt hat. Der Aufgießer setzt sich an das andere Ende der Bank. Nicht zu nah, nicht zu fern. Er hebt seine eigene Tasse. Er nippt. Beide blicken durch das Bullauge hinaus auf das langsame Drehen des Frostes. Niemand spricht. Niemand muss. Der Raum enthält alles, was enthalten sein muss. Zeit vergeht. Du bist dir nicht sicher, wie viel. Du hast aufgehört, dir sicher zu sein. Und dieses Nicht-Sicher-Sein ist Teil der Geborgenheit.
Die beiden sitzen am Bullauge und trinken ihren Tee. Hin und wieder gibt es das kleine Klingen eines Löffels an Porzellan. Hin und wieder erhebt sich der Aufgießer, um eine Tasse nachzufüllen. Und der lange, sorgfältige Guss kehrt zurück. Hin und wieder bricht der Reisende ein Stück vom trockenen Keks und lässt es langsam auf der Zunge zergehen. Die Frostspiralen drehen sich. Die Lampen atmen. Du merkst, dass du gesunken bist. Sanft gesunken. So wie man am Ende eines langen Tages in ein tiefes Bett sinkt. Du merkst, dass der Raum dich die ganze Zeit gehalten hat und dass dieses Halten nur stärker geworden ist. Du merkst, dass du sehr, sehr ruhig bist. Die kleine wortlose Melodie des Aufgießers beginnt wieder. Leiser jetzt. Fast ein Summen. Fast nur ein Atem. Die Kessel murmeln. Die Steine summen. Der Reisende stellt seine leere Tasse auf den kleinen Tisch und zieht die Haferdecke ein wenig höher um sich. Seine Augen werden weich. Er lehnt sich zurück in die Rundung der Porzellanwand. Er wird hier eine kleine Weile ruhen, bevor die nächste lange Reise beginnt. Die Wegstation wird ihn bewahren. Die Wegstation wird auch dich bewahren. Lass dich jetzt ruhen. Lass dich setzen. Der Raum ist klein. Der Raum ist warm. Das Lampenlicht ist bernsteinfarben. Der Frost dreht sich. Du musst der Geschichte nicht mehr folgen. Du musst gar nichts mehr verfolgen. Die Kessel murmeln. Die Steine summen. Die Löffel klingen. Leise. Irgendwo im Raum. Du kannst sie hören, wenn du magst. Du kannst sie verschwimmen lassen, wenn du magst. Beides ist gut. Die Wolldeckenschwere hält dich. Deine Hände sind schwer. Deine Schultern sind weich. Dein Atem ist lang. Dein Atem ist langsam. Draußen vor dem Bullauge treibt eine kleine Frostflocke vorbei. Ein winziger, langsamer Stern. 6 Spitzen. 8 Spitzen. 12 Spitzen. Sie leuchtet einen Moment im Lampenlicht auf und ist dann verschwunden. Eine weitere folgt. Noch eine. Du musst sie nicht zählen. Sie werden weitertreiben, ob du sie betrachtest oder nicht. Der Aufgießer sitzt am Fenster. Der Reisende ruht auf der Bank. Der Tonkrug ist warm. Die Tassen sind still. Der Keks ist halb gegessen. Alles ist genau so, wie es sein soll. Du bist sehr still. Du bist sehr gehalten. Du bist sehr warm. Die bernsteinfarbenen Lampen werden weicher. Die Kessel murmeln nun leiser. Das Summen der Steine ist ein langer, tiefer Ton, den du mehr spürst als hörst. Die wortlose Melodie ist in die Luft verklungen, ist Teil der Luft geworden, Teil des Atems des Raumes. Du kannst deine Augen schließen lassen. Du kannst deine Gedanken weich werden lassen. Du kannst den Raum zurücktreten lassen. Der Frost dreht sich. Die Lampen atmen. Die Tassen ruhen. Die Wegstation wird dich bewahren. Der Komet wird weitertreiben. Der Reisende wird ruhen. Und du wirst mit ihm ruhen. Und der Aufgießer wird still am Bullauge sitzen und durch das Glas das langsame Drehen der Sterne betrachten. Du bist warm. Du bist schwer. Du bist gehalten. Lass den Raum fern werden. Lass die Lampen fern werden. Lass das kleine Klingen der Löffel fern werden. Da ist nur noch die Stille. Da ist nur noch die Wärme. Da ist nur noch das langsame Treiben des Eises hinter dem Glas. Schlafe jetzt, wenn du magst. Schlafe sanft. Schlafe lang. Die Kessel murmeln. Die Steine summen. Der Frost dreht sich. Du ruhst. Du ruhst. Du ruhst.